Böse Falle für Rentner mit Minijob. Du bist Rentner und hast einen Minijob. Weißt du schon, was sich überhaupt alles zum 01.01.2022 ändert? Hat dein Chef schon mit dir darüber gesprochen? Gab es eine Änderung zum Arbeitsvertrag? Bist du vorbereitet? In diesem Video geht es darum, nicht in die Falle zu tappen. Willkommen auf dem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, damit du alle Inhalte mitbekommst. Drücke auch gerne die Glocke oder gebe einen Daumen nach oben. Teile deine Meinung gerne unten in den Kommentaren. Ich bin Jutta Martin und unter anderem Autorin mehrerer Bücher zum Thema Steuern. In diesem Video geht es um die Wahrheit im Zusammenhang mit der Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2022. Bleib unbedingt dran und schau dir das Video bis zum Ende an, um nicht in die Steuerfalle zu tippen. Immer mehr Rentner bessern ihre Rente mit einem Minijob auf. Manche Rentner wollen sich einfach nur nützlich machen, Kontakt zu Menschen haben und andere müssen aus finanziellen Gründen etwas dazu verdienen. Ja, ein 450-Euro-Job ist im Prinzip eine geringfügig entlohnte Beschäftigung. Ab 01.01.2022 ist jedoch etwas ganz Wichtiges bei Rentnern mit einem Minijob zu beachten. Darauf komme ich am Ende des Videos zu sprechen. Es gibt viele Gründe, die für einen Minijob während der Rente sprechen und im Prinzip kann jeder einen Minijob machen. Ein Minijob ist, wie gesagt, eine geringfügige Beschäftigung. Allerdings gibt es auch hier einige Besonderheiten zu beachten. Sprechen wir von einem 450-Euro-Job, ist von Minijobs die Rede. Man unterscheidet zwei Arten: die meist regelmäßig ausgeübte, geringfügig entlohnte Beschäftigung, also geringfügig wegen der Höhe des Arbeitslohnes. Und das zweite ist die von vornherein zeitlich begrenzte kurzfristige Beschäftigung, geringfügig wegen der kurzen Dauer. Bei einem auf Dauer angelegten 450-Euro-Job kann man sich etwas dazu verdienen, ohne davon Steuern und Sozialabgaben zahlen zu müssen. Ein 450-Euro-Job liegt also vor, wenn der Arbeitslohn regelmäßig höchstens 450 Euro im Monat beträgt. Und ob ein 450-Euro-Job vorliegt, muss Ihr Arbeitgeber prüfen. Für die Anerkennung eines 450-Euro-Jobs kommt es allein auf die Höhe des regelmäßigen Arbeitslohns an. Die wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl der monatlichen Arbeitseinsätze sind dabei unerheblich. Der Arbeitgeber zahlt an die Minijobzentrale grundsätzlich 30% Pauschalabgaben des Arbeitslohns. Die setzen sich zusammen aus 15% Rentenversicherungsbeitrag, 13% Krankenversicherungsbeitrag und 2% pauschale Lohnsteuer. Diese 2% pauschale Lohnsteuer, die kann es ganz schön in sich haben. Wenn nämlich der Arbeitgeber diese 2% nicht abführt, wird der Arbeitslohn über die elektronische Lohnsteuerkarte versteuert. Und ob die Pauschalversteuerung angewendet wird, entscheidet wirklich allein der Arbeitgeber. Er kann zwischen Pauschalversteuerung und individueller Besteuerung nämlich wählen. Wenn der Arbeitgeber dich also nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen, speziell nach der Lohnsteuerklasse fragt, sollte dir klar sein, dass der Minijob nicht mehr steuerfrei ist. Ja, du kannst den Arbeitgeber darum bitten, die Pauschalbesteuerung anzuwenden. Im Normalfall sollte das eigentlich auch überhaupt kein Problem sein. Die Minijobs sind grundsätzlich versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung. Für Rentner gilt das so lange, wie sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Man kann aber einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht stellen. Rentner sind nach Erreichen der Regelaltersgrenze grundsätzlich rentenversicherungsfrei, wenn sie noch einen Minijob ausüben, ja. Aber auch Rentner können auf die Versicherungsfreiheit verzichten und aufgrund der eigenen und der vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge zum 1. Juli des Folgejahres ihre Rente entsprechend erhöhen. Minijobber haben die gleichen Arbeitsrechte wie als Teilzeitbeschäftigte
wie ganz normale Vollbeschäftigte. Dazu gehört unter anderem zum Beispiel Anspruch auf bezahlten Urlaub, die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit bis zu 6 Wochen und die gleiche Regeln beim Kündigungsschutz wie bei Vollbeschäftigten. Im Prinzip kann jeder einen Minijob ausüben. Einige Personengruppen müssen aber beachten, dass ein 450-Euro-Job finanzielle Konsequenzen für sie haben kann. Also zum Beispiel müssen Ruhestandsbeamte und Rentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze unterschiedlich hohe Hinzuverdienstgrenzen beachten. Das ist abhängig von der Rentenart oder von der Versorgungsart. Also Altersrentner, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, dürfen unbegrenzt dazu verdienen, also ohne dass die Rente gekürzt wird. Für sie gibt es keine Verdienstgrenze. Also die Regelaltersgrenze, die beträgt 65 Jahre bei Geburtsjahrgänge bis 1946 und ab Jahrgang 1964 beträgt dann die Regelaltersgrenze 67 Jahre und dazwischen haben wir eben diese schrittweise Anpassung. Bei vorgezogener Altersrente, Rente wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Erwerbsunfähigkeit, gilt eine Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf das Kalenderjahr gesehen. Aber Achtung, nicht steuerfreien Minijob mit Hinzuverdienstgrenze verwechseln. Hinzuverdienstgrenze bis 6.300 Euro im Jahr bedeutet, dass der Hinzuverdienst nicht zur Kürzung der Rente führt. Beträgt er mehr als 5.400 Euro im Jahr, wird er steuerpflichtig. Und das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also bis 5.400 Euro steuerfrei, bis 6.300 Euro im Jahr kann man verdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Aber wenn man über 5.400 Euro im Jahr kommt und diese 6.300 voll ausschöpft, wird das Einkommen voll steuerpflichtig. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir haben für die Jahre 2020 bis 2022 Ausnahmen mit dieser Hinzuverdienstgrenze. Und zwar sieht das wie folgt aus. Im Jahr 2020 durften eben Bezieher einer vorgezogenen Altersrente oder eben auch Rente wegen Erwerbsminderung oder wegen Erwerbsunfähigkeit bis 44.590 Euro dazu verdienen. Und für das Jahr 21 und 22 sind es jeweils 46.060 Euro. Wahrscheinlich wird ab 2023 dann wieder diese Grenze mit den 6.300 Euro gelten. Da müssen wir eben abwarten. Also bis zu diesem Betrag kann man anrechnungsfrei hinzuverdienen. Und diese Grenze, die gilt auch dann in voller Höhe, wenn die Rente unterjährig beginnt oder auch endet. Ja, also für Bezieher einer Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, wegen Berufsunfähigkeit oder für Bergleute gelten ganz individuelle Hinzuverdienstgrenzen. Diese erfragen Sie am besten beim Rentenversicherungsträger. Beamtenpensionäre, also Ruhestandsbeamte, die vorzeitig in den Ruhestand getreten sind, müssen die Auswirkungen eines Minijobs mit ihrer Dienststelle klären. Das ist ganz klar. Ich hatte ja gesagt, dass Minijobs grundsätzlich rentenversicherungspflichtig sind. Ob der Minijobber tatsächlich rentenversicherungspflichtig ist, das muss der Arbeitgeber prüfen. Also keine Rentenversicherungspflicht besteht zum Beispiel, wenn der Minijobber bereits eine volle Altersrente oder ein vorzeitiges Altersruhegeld bezieht oder Ruhestandsbeamter ist. Der Minijobber wird nur auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreit. Und zwar ist das geregelt im Paragraph 6 Absatz 1b SGB 6, das ist das 6. Sozialgesetzbuch. Der Verzicht auf die Rentenversicherungspflicht erfolgt durch eine ausdrückliche Erklärung des Minijobbers gegenüber dem Arbeitgeber. Die Minijobzentrale stellt hierfür einen Vordruck bereit. Der Befreiungsantrag ist für die Dauer der Beschäftigung bindend, kann also nicht widerrufen werden. Diese 15% Pauschal für die Rentenversicherung muss der Arbeitgeber trotzdem an die Rentenversicherung abführen.
Ja, zusammenfassend können wir sagen, also nimmt ein Vollrentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze einen Minijob an, also einen 450-Euro-Job, ist er rentenversicherungspflichtig. Der Eigenanteil beträgt 3,6% des Verdienstes. Auf Antrag kann er sich befreien lassen und kassiert also brutto gleich netto. Lässt er sich nicht befreien, besteht die Rentenversicherungspflicht bis zum Ablauf des Monats, in dem der Altersvollrentner die Regelaltersgrenze erreicht hat. Danach ist er ohnehin rentenversicherungsfrei. Was ändert sich nun zum 01.01.2022? Also am 28. Oktober 2021 wurde vom Bundeskabinett der gesetzliche Mindestlohn beschlossen und er wird zum 01.01.2021 erhöht. Und zwar steigt er von 9,60 € auf 9,82 €. Aushilfsverträge mit 450 € Arbeitsverhältnis haben bisher in der Regel den Mindestlohn vereinbart. Also es gibt welche, die zahlen mehr, aber in der Regel immer den Mindestlohn nur. Also bei gleicher Stundenzahl verdient man nun mehr und es werden Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung fällig. Die meisten gehen aber einen Minijob ein, um den Lohn aus dem Minijob steuerfrei zu kassieren. Also die Erhöhung des Mindestlohns ist schon eine feine Sache. Aber achte unbedingt darauf, dass die Arbeitszeit entsprechend reduziert wird, um nicht in die Falle zu tappen. Die alte Bundesregierung hat zum 1.7.2022 eine weitere Erhöhung des Mindestlohns vereinbart. Er soll dann auf 10,45 € angehoben werden. Geplant ist aber auch in 2022 gleich ein Sprung auf 12 €. Also dann, wenn 12 € Mindeststundenlohn gelten, dann sind bei einem Minijob nur noch 37,5 Stunden im Monat möglich, um die Steuerfreiheit nicht zu verlieren. Also da müsst ihr unbedingt darauf achten, sobald ihr über diese 450 € kommt, wird es steuerpflichtig und sozialversicherungsabgabepflichtig. Wenn der Mindestlohn jetzt auf 12 € angehoben wird, ist aber auch denkbar, dass diese 450 € auch auf 520 € im Monat angehoben werden. Müssen wir abwarten. Also 12 € Mindestlohn ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber die Altersarmut wird dadurch letztendlich auch nicht verringert, leider. Ich trage gleich nochmal ein Beispiel aus der Praxis vor, von einem vorgezogenen Altersrentner, der voll in die Falle getappt ist. Bleib also dran. Ja, und abschließend nochmal ein wichtiger Hinweis, ein Tipp aus der Praxis oder ein konkretes Beispiel aus der Praxis. Ein, vorgezogener Altersrentner hat zum 1. Oktober 2021 einen Minijob angenommen, weil seine Frau noch berufstätig ist und seine Rente auch nicht so üppig ist. Er hat einen Minijob gefunden, einen Vertrag gemacht, 450 € wurden monatlich vereinbart und eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stunden. Da in dieser Firma aber akuter Personalmangel leidet, hat er sich bereit erklärt, Überstunden zu machen, in der Annahme, dass er diese Überstunden abbummeln kann. Leider ist da einiges schiefgelaufen in der Firma, man hat mit ihm nicht gesprochen. Er bekam dann seine Abrechnung und ist aus allen Wolken gefallen, weil auf einmal 170 € Lohnsteuer einbehalten wurde. Man hat ihn einfach nach der Steuerklasse 6 besteuert, obwohl er verheiratet ist, seine Frau die Steuerklasse 4 hat und ihm dann eigentlich, wenn überhaupt, auch die Steuerklasse 4 zustehen würde. Er hatte versucht, die ganze Sache zu stornieren. Es war kein Reden mit der Firma, beziehungsweise auch ein bisschen Unwissenheit in der Buchhaltung. Und nun ist es eben so, dass er seinen Minijob auf Steuerkarte hat und im nächsten Jahr in der Steuererklärung für 2021 alles eben komplett versteuern muss. Damit dir das nicht auch passiert, sprech unbedingt vorher, vor Aufnahme des Minijobs, solche Eventualitäten an. Was ist, wenn Überstunden anfallen? Kann ich die abbummeln? Müssen die zwangsläufig bezahlt werden? Oder aber du sagst von vornherein, nein, ich arbeite die maximal vorgesehene Stundenanzahl pro Woche oder pro Monat und dann ist Feierabend, Und wenn wirklich mal Not am Mann ist und es fallen Überstunden an,
Da muss man vorher mit dem Chef das abklären, dass die dann auch in Freizeit abgegolten werden. Also schön aufpassen, nicht in die Falle tappen.